Jetzt gehen wir in Gang 4, Gang 3, Kurve. Entschuldige mal bitte, das ist ein Sound. Das ist ein Sound. Oh. Das ist so mega. Das ist unglaublich. So, meine Freunde, 1260 PS, 2 Schlüssel. Herzlich willkommen auf meiner YouTube-Seite. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist endlich Sonntag 16 Uhr und ich habe hier 2 Schlüssel, die genau identisch sind. Ich habe 2 Autos, die eigentlich identisch sind, aber doch Tickel unterschiedlich sind. Und das besprechen wir heute. Wir sprechen über ein Audi R8 V10 Performance gegen ein Lamborghini Huracan Evo. Eine Sache habe ich, die erzähle ich euch ganz zum Schluss, weil ich habe eine fette Überraschung, was diese beiden Autos auszeichnet. Darauf würdet ihr nie kommen, aber darauf kommen wir später. Das ist die erste Frechheit. Guckt euch das mal an. Hier steht Lamborghini und hier ist ein Lamborghini-Label drauf. Und das ist ein Audi R8 Schlüssel. Audi und hier R8. Guck mal, hier hat er schön Pianolack. Schön eingezogen. Und das ist hier alles aus schön Plastik. Aber dafür hier Lamborghini. Und jetzt könnt ihr mir mal sagen, was findet ihr schöner? Kommentiert ihr mal das mal. Jetzt fangen wir mal an mit den R8 V10 Performance. Das Auto ist haargenau das gleiche, nur 20 PS weniger. Es sind die gleichen Teilenummern, es ist fast alles, es ist eigentlich quasi alles gleich. Das Auto wiegt ca. 70 Kilo mehr. Die Keramikbremsen sind bei beide serienmäßig, nur dass du bei Audi für 500 € Aufpreis entweder rot oder blaue Bremssättel kriegen kannst. Bei den Evo ist es Serie und hier schwarz ist auch kein Aufpreis. Zeig mal einmal hier rein. Das ist ein Audi Individual Innenausstattung, sehr hell gehalten mit Diamond Stitching. Wenn ich mich hier reinsetze, mir das Auto genauer anschaue, die schwebende Bedienung hier von den ganzen Knöpfen, Sitzheizungen, es ist sofort safe, ich fühle mich sicher, es ist alles sehr vertraut. Wenn ich jetzt auch noch das Auto starte, ich habe hier kein Display mehr, ich habe mein Display nur noch hier in der Mitte, mein View. Das kann ich dann komplett ändern, so wie ich das möchte. Und zwar alles da rein, meine Navigation und so weiter. Das ist halt ein Audi, auch hier schön mit Carbon verarbeitet. Es ist sehr puristisch gehalten. Es ist alles sehr einfach zu bedienen. Es ist einfach Audi, akkurat, sauber, gerade. Ich setze mich hier rein und ich fühle mich sofort safe. Die Verarbeitung des Leders, wie die Armaturenbrett hier verarbeitet haben, also Stitching, meine große Musikanlage, die B&O Musikanlage. Es ist Audi durch und durch. Es kommt der Ingenieur durch. Was ich auch hier bei den R8 sehr, sehr geil finde, ist, dass sie die Carbon-Teile schön in matt gehalten haben, weil ich Carbon glänzend, ich persönlich bin im Innenraumbereich nicht so Carbon glänzend Fan. Alcantara-Dach, es ist präzise, es ist schön, es ist ein Sportwagen. Ich finde das schon cool. So, jetzt gehen wir rüber zu den Lamborghini Huracan Evo. Man merkt sofort Italien. Man merkt sofort Spiel. Auch durch die Farbe natürlich. Orange. Aufschließen wäre natürlich gut. Und jetzt zeige ich euch noch was. Bleibt mal auf dem Türgriff. Bleibt mal auf dem Türgriff. Und zwar jetzt. Zack. Und da ist er. Das ist doch geil, oder nicht? Das sind so Features, die ich wiederum richtig geil finde. Und jetzt kannst du schön rumkommen und erstmal hier rein zeigen.
Es ist mega sportlich. Es packt mich sofort. Es kommen die orangen Akzente wieder. Orange Kontraststitching. Die Außenfarbe kommt innen wieder. Das finde ich immer mega schick. Jetzt gehen wir rein. So. Und jetzt starten wir. Geballte Power geht an meinen Stier hin. Das Auto hat 20 PS mehr, 640 PS. So, und jetzt setze ich mich hier rein, habe mein Infotainment. Das erinnert mich sehr an den alten Huracan, an den ersten Huracan. Und jetzt bei den Evo haben sie das Navigationssystem hier vom Display wieder weg, komplett, und haben das komplett jetzt hier in die Mitte versetzt. Das ist natürlich sehr einfach zu bedienen. Ich finde, es liegt auch sehr gut. Okay? Und dann Lamborghini typisch, alle meine Bedienungen hier in der Mitte und alles so richtig leicht zu bedienen. Und dann hat Lamborghini noch Folgendes gemacht, hat dann natürlich alles von Konkurrenz Ferrari übernommen und hat alles auf ein Lenkrad verlagert. Das heißt, du musst hier mit 2 Händen fahren. Dein Blinker, Fernlicht, Scheibenwischer und so weiter und deine Schaltpedals. Es ist alles genau so gemacht worden. Ich sitze viel, viel flacher. Das Auto ist auch flacher. Ich sitze enger. Ich spüre mehr die Straße jetzt schon, bevor ich überhaupt losgefahren bin. Und wenn ich jetzt noch auf Sport gehe, schon hört er sich hinten anders an. Und jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas. Und Jaschka? Hast du mich noch gehört? Warte mal. Jaschka, hörst du mich noch? Jaschka hat mich nicht mehr gehört. Es ist schon gewaltig, was hier abgeht. So, jetzt gehen wir mal nach hinten. Jetzt kommt's. Jetzt hier haben wir bei den R8, jetzt kommen die kleinen Details. Der Lamborghini Huracan Evo hat hier eine transparente Motorhaube. Kostet sage und schreibe 5.500 € extra. Jetzt machen wir mal hoch. Hier haben wir unser V10 Motor drin. Schön, soweit es geht, in die Mitte gezogen, dass wir ein super Feeling haben auf der Straße. 640 PS. Allrad, das passt super geil. Auch hinten haben sie die Auspuffanlage komplett geändert, haben die schön hochgezogen. In der Mitte 2 Stück nur noch. Der Heckdiffusor schön hier im Pianolack. Das haben sie sehr, sehr cool gemacht. Und wenn du das Auto von außen dir anschaust, es ist halt von Design. Es ist viel mehr Spiel. Es ist geballte Power. Es ist einfach... Hier bin ich. Und dann noch in diese knallige Farbe in Orange. Komm mal einfach hier vorne hin und komm mal runter. Komm mal genau hier hin. Guckt euch das mal an, was für eine Linie das Auto hat. Hier hast du echt das Gefühl, Aerodynamik. Mehr Aerodynamik geht gar nicht. Es ist hier mit so viel Spiel, es ist super Design. Wenn wir hier rüber gehen, der wirkt böse. Guckt euch diese Schnauze an. Und dann, wenn die LED-Lampen angehen, warte mal, das mache ich mal an. So, hast du LED an? Guck mal da auf LED und dann swipe mal gleich hier rüber. So, und hier bin ich da, ich bin böse. Es ist echt ein böser Blick. Boom, ich bin da. Und hier haben wir irgendwie, ich bin zwar da, ich kann viel, wenn ich will, kicke ich dich weg, aber so böse bin ich gar nicht. Was denkt ihr, was ist böser? Der Huracan? Oder, also von Optik her, oder der R8. Schaut euch das jetzt genau an. Zeig mal nochmal. So. Und jetzt gehen wir mal rüber zu den R8. Design. So wie wir den kennen von 2008, als er gekommen ist. Die Linie natürlich treu geblieben. Transparente Motorhaube, serienmäßig. Es ist gerade, es ist einfach... Ich bin da, ich kann viel, aber ich will nicht übertreiben. Ich möchte nicht so richtig zeigen, was ich kann. Aber ich kann schon 100 Mal den Ball hochhalten, ohne dass es runterfällt. Ne? So, und wenn wir jetzt im Heckbereich gehen, fangen wir mit den R8 an. Auch hier wieder markant, eckig, verspielt hier. Okay, eine riesen Auspuffanlage. Ist echt groß. Spoiler, naja, finde ich jetzt, ist immer Geschmackssache. Aber es ist da, schön in Carbon glänzend. Komm mal einmal hierher und dreh dich mal um, bitte. Das Auto wirkt ziemlich breit, wenn du das hier dir anschaust. Ne? Jetzt gehen wir mal rüber zu den Huracan Evo.
Der ist hinten alles. Die haben den Spoiler schön ersetzt durch hier, ganz dezent. Erkennst du eigentlich gar nicht als Spoiler, aber es muss ja Ampressdruck da sein. Es ist sehr schön in Karosserie verspielt, in dem Sinne versteckt. Das, was ihr hier seht, das ist kein Plastik. Das finde ich sehr stark. Auch durch die Akzente, und mein Heckdiffusor ist einfach da. Man merkt hier richtig, da steckt der Italiener hinter. Es ist Design, es ist viel mehr Aerodynamik. Es ist einfach geil. Jetzt machen wir einen Soundcheck. Das ist so geil, es macht so Spaß. Boah, guck mal, wie er hinten rausknallt. V10 Sauger. Jetzt gehen wir rüber. Jetzt kommt der R8. Also wisst ihr, was das Problem bei den R8 ist? Der ist abgeriegelt. Mehr als 3500 Umdrehungen kannst du nicht machen. Und der hört sich hinten sehr, sehr müde an. Der hört sich nicht gut an. Das ist ein typisches Auto, was unter Last sich perfekt anhört. Einfach perfekt. So, jetzt, hört euch jetzt an. Jetzt ist er schön. Der kann leider nicht höher. Also, ich würde mal sagen, Punkt definitiv für den, Jaschka? Lamborghini. Lamborghini, genau. Wir sitzen jetzt in den R8 und das Auto ist einfach, ich muss sagen, ich bin jetzt auf Sport Plus gegangen. Das Auto ist sehr sicher, wir sind sehr weit voneinander weg, wir haben viel Platz, es ist sehr puristisch gehalten, es lenkt dich hier nichts ab, du hast alles auf dein Display und der will nach vorne marschieren, das merkst du auch richtig und das ist schon krass. Und wenn du dann jetzt hier Gas gibst, der ist sofort da am Gas und jetzt geben wir ein bisschen mehr Gas. Es ist schön, gar keine Frage. Ich meine, entschuldigt mal bitte, wir reden hier über ein Audi R8, okay, Performance. Wer ein perfektes Auto haben möchte, ist hier 100% richtig. Aber trotzdem vom Sound her packt er mich nicht so. Die Emotion, die gibt er mir nicht so sehr. Ich bin mal gespannt, was der Huracan mir jetzt bietet. Kommt, let's go. Und hier merkst du sofort, es ist enger, es bedrückt dich ein bisschen von oben, es ist wesentlich flacher. Und jetzt, ich habe jetzt schon Emotionen hier drin. Der piept, Scheibe hoch, Lift hoch, ganz wichtig bei dem. Der ist so tief, hier musst du das Auto hochfahren. Du kannst die Vorderachse hier 40 mm hochfahren. Und dann gehen wir natürlich auf Corsa. Und jetzt geht's los. Entschuldige mal bitte, das ist ein Sound. Das ist ein Sound, der marschiert nach vorne. Und das ist das, was ich meine. Das Auto, ich spüre meinen V10-Motor hinten richtig, ich höre das Auto, ich bekomme alles auf der Straße mit. Das Auto gibt mir die Emotion, die ich will. Jetzt gehen wir in Gang 4, Gang 3, Kurve. Das ist einfach geil. Einfach geil. Oh. Das sind Emotionen. Das sind Emotionen, wie er hinten so rausknallt. Oh, das ist so mega. Das ist unglaublich. Oh, der knallt hinten so raus. Jetzt kommen wir zu einem ganz großen Thema. Wer sich einen Sportwagen kauft, denkt immer an Wertbeständigkeit. Fangen wir mit dem Audi R8 an. Der Audi R8, so wie er hier steht, hat einen Neuwagenpreis von ca. 228.000 €. Der Huracan kostet, so wie er hier steht, neu, ca. 270.000 €. Obwohl das das gleiche Auto ist, könnt ihr immer davon ausgehen, dass der Lamborghini
ca. 50.000 € mehr kostet. Der R8 hat ein Riesenproblem. Nach einem Jahr verliert er ca. 50% an Wert. Da kannst du die Uhr nachstellen, egal wie viele Kilometer du fährst. Der Huracan, wenn du den jetzt für 2,70 kaufst und 10.000 Kilometer fährst und nach einem Jahr wieder verkaufen willst, kriegst du immer noch deine 2,30 bis 2,40. Von der Wertanlage ist ganz klar der Huracan weiter vorne, definitiv. Ich wollte euch ja am Anfang was erzählen, wo ich gesagt habe, das kommt ganz zum Schluss und das kommt jetzt. Die große Überraschung ist hier, der bei den R8 V10 Plus, obwohl er schwerer ist, obwohl er weniger PS hat, hat er eine Höchstgeschwindigkeit von 331 km/h. Der Huracan Evo ist ca. 63 Kilo weniger vom Gewicht, hat 20 PS mehr, hat aber nur eine Höchstgeschwindigkeit von 325. Wer hätte das gedacht? Nichtsdestotrotz, Fazit, Investmentbereich und das bessere Auto, der Lamborghini Huracan Evo. Solide, dezent, trotzdem Alleskönner, der Audi R8. Aber leider, dadurch, dass er so einen riesen Wertverlust hat, fällt der R8 bei mir durch. Ich freue mich auf nächste Woche Sonntag. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und jetzt kommt's. Kommentiert mir bitte, welches Auto gefällt euch mehr? Der Huracan Evo oder der R8? Jetzt habt ihr alle Details zusammen. Ich bin gespannt. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Ciao.